Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGDX Spieleprogrammierung in Java. Heute geht es um Physik. Ja, für Physik müssen wir einiges machen hier und wir fangen langsam an. Ich glaube nicht, dass wir heute durchkommen werden, aber wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Okay, was wir heute machen wollen, ist folgendes. Wir wollen erstmal eine World importieren oder benutzen hier drin und dann später diese World noch ein bisschen erweitern um einen Body. So. Die World, die kreieren wir hier in der Create-Methode und deswegen fange ich hier einfach mal direkt an. Also wir befinden uns da, wo die Create-Methode ist, also in der Game, quasi in der Aufrufklasse. Okay, hier drin, was wir machen wollen, ist folgendes. Wir wollen uns eine World kreieren, das heißt, wir müssen hier oben erstmal eine World setzen. Ich mache sie auch static, so wie den ganzen Rest. Static World. Und ja, müssen wir erstmal World importieren, logischerweise, sonst wird es nichts. So, und jetzt können wir hier die World setzen. World gleich New World. Und jetzt sehen wir hier Vector 2 Gravity. Das ist genau das, was wir wollen. Und Do Sleep ist natürlich dann, ja, gibt an, ob wir gerade am Schlafen sind, beziehungsweise ob sich nichts bewegen soll. Okay, wir brauchen ein New Vector 2. Und für die Leute, die es nicht wissen, ein Vektor 2 besteht aus zwei einzelnen Zahlen sozusagen und wir wollen beide setzen. Nein, wir wollen beide setzen, sag ich doch, Menschenskinder. Was ist denn los hier? Ich glaub's nicht. Ich darf die... Also ich weiß ja nicht, aber ich möchte jetzt hier bitte die zweite Komponente setzen. Dankeschön. So, also dieser Vektor 2 besteht erstmal aus 0 und dann einer Gravity, also einer Beschleunigung nach unten von, also irgendwie verarscht mich Eclipse gerade, okay, aus minus 9,8 Metern pro Sekunde, deswegen schreiben wir hier 98, also minus 98, weil nach unten, Metern pro Sekunde. Und der zweite Parameter hier drin ist auf True gesetzt. So, und jetzt habe ich dich verarscht, Eclipse Edge Badge. Gut. Gut, das nächste, was wir brauchen, ist eine Body-Definition, damit wir unser Sprite, also unsere Objekte auch da reinpacken können, damit die Gravity auch auf sie wirkt. Denn es gibt ja manche Sachen, die können schweben, zum Beispiel irgendwelche Waffen-Pickups oder sowas oder generell irgendwelche Power-Ups, die können schweben. Das heißt, ihr könnt nicht einfach sagen, alles hat bitte diese Gravity. Nein, ihr müsst sagen, okay, es bezieht sich nur auf mein Sprite hier. So, jetzt habe ich den Sprite hier schon gesetzt, das heißt, ich kann hier unten einfach weitermachen und hier meinen Sprite sozusagen hinzufügen. Dazu brauchen wir eine BodyDef. BodyDef müssen wir importieren, glaube ich noch, weiß ich nicht. BodyDef gleich New BodyDef. So. Okay, ja, müssen wir scheinbar nicht mal mehr importieren, habe ich schon mal gemacht. Gut. Und hier können wir jetzt sagen, bodydef.typ, also Type, ist gleich, es verändert sich mit unserem Objekt drumherum. Ups. bodyType.dynamicBody ist das, was wir wollen. Und dann setzen wir unseren Body direkt dorthin, wo unser Sprite auch ist. Also bodydef.position.set an den Ort von unserem Sprite, also sprite.get getX eigentlich, Dankeschön, und sprite.getY. So, das war jetzt sozusagen die Definition von unserem Körper. Jetzt können wir aus dieser Definition von dem Körper, es ist mega umständlich eigentlich irgendwie, aber das ist jetzt das quasi, das bestimmt uns den Typ und die Position von unserem Physics-Objekt, also quasi von dem, was dann am Ende die Physics macht. So, und jetzt kreieren wir tatsächlich den echten Body, den brauchen wir hier außen nochmal. Static Body. Importieren nicht vergessen. Und hier wollen wir jetzt dann sagen, okay, Body gleich World.createBody. Und jetzt brauchen wir hier eben unsere BodyDef, damit das Ganze so funktioniert, wie wir es wollen. So, jetzt fügen wir noch eine Shape hinzu, also eine Polygon-Shape.
Das ist quasi die Hülle um unser Sprite drumherum. Polygon Shape. Nennen wir sie einfach mal nur Shape ist gleich New Polygon Shape. So, jetzt haben wir die Hülle kreiert, aber jetzt müssen wir natürlich auch noch sagen, um was sie drumherum sein soll. Naja gut, was machen wir da? Shape.set as Box. Also wir wollen das Ganze quasi als Box benutzen. As Box, float hx ist Sprite. Die Breite zuerst wieder mal, aber nur die Hälfte. Und Sprite.getHeight, aber auch nur die Hälfte. So, musste gerade kurz Klammern checken. Das ist jetzt ein bisschen ungenau, wir haben uns einfach als Box kreiert. Normalerweise müsste man jetzt hier genau die Maße von unserem Charakter nachzeichnen sozusagen. Aber ich glaube, als Box funktioniert das auch ganz gut und wir schauen uns das nachher einfach mal an. Okay. So, als nächstes brauchen wir noch eine sogenannte Fixture-Def. Ich schreibe jetzt einfach mal nur Fixture-Def hin. fd ist gleich New Fixture-Def. Fixture-Def hier. So, ich erzähle euch sofort, was es ist. Am besten zeige ich euch einfach mal die Funktionen, die wir hier haben. Und zwar, wir haben eine Density, also eine Dichte. Wir haben hier auch die Form. Wir haben, wo ist es? Ja, eigentlich das Wichtigste. Hier steht auch dabei, normalerweise in Kilogramm pro Quadratmeter. Also, wie fett sind wir sozusagen, wie schwer ist unser Charakter, das heißt, wie viel pro Quadratmeter hat er, also wie schwer ist er auf den Quadratmeter gesehen, das wird dazu benutzt, um zu berechnen, wie schnell fliegt das Ding jetzt runter. Je schwerer es ist, desto schneller fliegt es logischerweise runter. Und es braucht noch ganz wichtig eine Shape. Die Shape, die ist jetzt wieder mal unsere Shape hier und das ist quasi das, was wir dann am Ende bewegen wollen. So, und jetzt setzen wir noch die Density, also die Dichte, und sagen, wie schwer ist unser Objekt. Und ich werde jetzt hier einfach mal 10 machen, dann können wir nachher gucken, ob das ungefähr hinkommt. Das ist vielleicht ein bisschen wenig, 10 Kilogramm für so ein Skelett auf den Quadratmetern. Ja, mal gucken. Okay, so, das ist jetzt bloß die Fixture Def, also quasi wieder mal unsere Blueprint-Anlage hier. Jetzt müssen wir daraus eine richtige Fixture berechnen. Lassen, besser gesagt. Wir machen es ja nicht selber. Fixture ist gleich nicht new, sondern über Body geht es dieses Mal. Deswegen brauchen wir den Body. Der Body berechnet uns die Fixture. Also create Fixture über eine Fixture Def. Das ist die fd gewesen. So, und jetzt haben wir erstmal alles, was wir so bräuchten. Jetzt können wir die Shape wieder auflösen. Shape.dispose. Die brauchen wir nicht mehr, aber wir haben jetzt hier unsere Fixture noch und das ist dann eigentlich das, was wir wollten. Jetzt noch importieren. So, im Grunde war das jetzt die Vorarbeit. Jetzt müssen wir hier rüber switchen, unsere Render-Funktion. Wir wollen natürlich in-game rendern, also nicht im Menü, da macht das irgendwie relativ wenig Sinn. Und wir schauen mal, dass wir unser kleines liebes Skelett runterfliegen lassen können. Okay. Jetzt brauchen wir hier zwei Sachen, im Prinzip sind es wirklich nur zwei Calls. Und zwar wollen wir der Welt sagen, dass sie jetzt bitte einen Schritt weiter gehen soll. World.step. MyGDX-Game natürlich. Ich habe vergessen, dass ich das Ding ja extern habe. .world.step. So, hier haben wir den Zeitschritt. Also wie weit sind wir iteriert? Naja gut, das ist ja im Prinzip einfach unser Delta hier oben wieder. Dann Velocity Iterations, da habe ich jetzt einfach mal ein paar Zahlen, und zwar 5 und, keine Ahnung, 2 oder sowas. Wenn ihr das hier macht, dann solltet ihr das eigentlich nicht unbedingt in der Render-Schleife machen, sondern ihr solltet noch eine weitere Game Loop haben, die kennt ihr ja, und in dieser Game Loop wird dann Render aufgerufen von mir aus, aber das sollte extern passieren, denn ja, ihr habt eigentlich die Framerate jetzt gerade ein bisschen runtergedrückt, also es ist nicht so geil, aber macht nichts. In unserem Fall ist alles in Ordnung. Okay, Sprite. Muss jetzt natürlich auch noch, ja, der liegt auch extern. MyGDXGame.Sprite. So, und dieser Sprite, der wird jetzt auch versetzt, also aktualisiert, je nachdem, was eben unsere Welt gerade sagt. So,
Punkt nicht Draw, bitte. Hallo? Punkt Set Position hätte ich ganz gerne. Set. Warum verliere ich denn momentan immer den Fokus hier? Set Position. So, wo wollen wir ihn hinsetzen? Naja, wir wollen ihn da hinsetzen, wo unser Body uns das sagt. Und den Body finden wir auch extern in mygdxgame.body. Deswegen haben wir den übrigens noch nicht aufgelöst, sondern nur die Shape. Punkt Get Position. Und hier, achso, Punkt X und hier drüben dann eben Punkt Y. So, jetzt ist quasi der Sprite an dieselbe Position wie unser Body gestellt worden. Und im Prinzip habt ihr jetzt gemerkt, wir haben zwei komplett unabhängige Objekte voneinander. Wir sagen nur, jedes Mal, wenn es das eine verdreht, verdreht es auch bitte das andere. Und ja, jetzt müssen wir hier eben aufpassen, was wir tun. Vor allem, wenn wir jetzt dieses Ding starten, dann passiert es die ganze Zeit. Es wird einfach die ganze Zeit aktualisiert. Ich zeige euch einfach mal, was passiert. Zum Glück haben wir unser Menü drin. Halt, stopp. Das hier starten. So, Menü ist da. Wenn ich jetzt klicke, dann sehen wir, dass unser Skelett ziemlich langsam runterfällt. Und es fällt immer tiefer, aber egal, ob ich links oder rechts mache, das Einzige, was bei links oder rechts passiert, ist, der Sprite wird aktualisiert. Das heißt, hier ist es wichtig, dass ihr in euren Methoden hier noch sowas habt, wie wenn nach oben gedrückt wird, dann ist Sprung. Und dann setzen wir hier unsere Höhe, also bei Keys.up zum Beispiel, setzen wir die Höhe immer ein Stückchen weiter. Und wenn losgelassen wird und wir uns nicht am Boden befinden, dann müsst ihr irgendwo noch einen Boden definieren. Wenn wir uns nicht am Boden befinden, nur dann machen wir das hier, ansonsten eben nicht. Gut, so funktioniert erstmal die Physics. War natürlich noch lange nicht alles, wenn es um Physics geht oder generell um Physik. Aber ich glaube, ein paar Grundlagen auf jeden Fall. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!